Namaste and welcome to the world of India. Hier sind wir bei Dr. Slim Low Carb Factory und heute entführe ich euch einen kleinen Spaziergang nach Indien. Und zwar machen wir heute Butter Chicken und das ist mit Tomatensauce, mit Joghurt, Hühnchen und dazu machen wir uns Zucchini und zwar Frittata mit unseren langen Zucchini-Nudeln und ein bisschen Ei darüber. Das wird eine Low-Carb-Sensation. Und wie ihr seht, habe ich hier schon ein bisschen ein Räucherstäbchen aufgebaut, um mich in Stimmung zu bringen, bisschen die indische Aromawelt hier reinzukriegen. Und es duftet schon verlockend, ohne dass man jetzt das Räucherstäbchen essen könnte. Also, das wird wieder eine ganz schnelle Geschichte, kurze Gerichte hier bei Dr. Slim. Was brauchen wir dazu? Das Buch können wir weglegen, aber ich empfehle es euch. Das ist das Indien-Kochbuch. Da ist irgendwie alles Leckere drin, was Indien zu bieten hat. Nur das Butter Chicken habe ich schon im Kopf. Und was brauchen wir dazu? Wir machen uns ein Tomatensößchen mit Zwiebelchen. Dann brauchen wir noch Tomätchen. Wir haben hier frische und ein paar Cherrytomaten. Natürlich mein berühmtes Tomatenmark, Pomodoro mit Würzgemüse. Für später machen wir noch ein paar Austernpilze dann und Zucchini. Und wir brauchen unbedingt so ein Butter Chicken Gewürz. Gut, wer es ganz schnell haben will, ich habe hier was und das ist aber das Einzige, was auch wirklich schmeckt, was es hier auf dem Markt gibt. Das ist hier von Indien Butter Chicken Sauce. Und diese Sauce, die machen wir uns jetzt quasi. Und wer will, der nimmt diese Soße und tut das Hühnchen und den Joghurt vermischen, dann habt ihr es ganz schnell. Aber das geht auch rucksdieflugs. Noch ein bisschen Zitrone rein. Und hier haben wir die Ginger Garlic Paste. Das ist eine Ingwer-Knoblauchpaste. Ihr könnt es auch von Hand mixen. Aber die gibt schon so toll und was genauso billig im Asia-Shop. Ich mache natürlich noch ein kleines bisschen von meiner Mushroom Soy rein, einfach um das Ganze abzurunden. Gut, dann beginnt es auch schon. Lasst uns starten. Wir nehmen ein bisschen vom Alba-Öl, so eine kleine Spur, um uns die Zwiebeln da drin ein bisschen anzuschwitzen. In unserem Töpfchen haben wir jetzt Öl drin, schon etwas, ich werde eingenebelt von dem Räucherstäbchen. Mach's mal ein bisschen zur Seite, sonst können sich meine Geschmacksknospen gar nicht auf das leckere Gericht konzentrieren. Aber erst nur mal einen Schluck Tee. Wer es noch nicht kennt, bei Zero Getränke, Low Carb Energy Tea, eine Sensation ohne Kalorien. Oh, hier knistert schon. Also meine Lieben, wer zu Hause noch Ceranfeld hat, der überlegt sich mal bitte, ob er nicht in wirklich Induktion investieren will und kann. Das geht so schnell und ruckszucks und wir können richtig Temperatur geben und ist noch energiesparend. Also think about it. Okay, was machen wir? Wir packen hier unsere schönen Zwiebelchen rein. Und lassen die einfach ein bisschen anrösten. Ja. Seht ihr, das ist sehr heiß. Da kann ich mit der Temperatur schon runtergehen innerhalb von Sekunden. So, dann können wir auch schon unsere Tomaten dazugeben. Das sind jetzt von Mutti Cocktailtomaten und Papi hat auch noch Cocktailtomaten hier, frische. Die packt ihr auch noch rein. Seht ihr, das geht ganz easy. Dann etwas Tomatenmark. Die genauen Mengen verlinke ich euch unten. Aber so ungefähr braucht ihr jetzt so die gleiche Menge
Flüssigkeit, Soße wie Hühnchen. Also wenn ihr 600 Gramm Hühnchen habt, nehmt ihr 600 Gramm Soße. Pi mal Daumen. So, das schmorgelt hier schon sehr schön. Jetzt geht es hier hinein mit unserer schönen Ingwer-Knoblauchpaste. So. Etwas von der Mushroom Soy. Es gibt so eine schöne süße Umami-Flavor. Und hier dieses Gewürzpulver. Und das ist so eine ganz tolle Mischung. Da gebt ihr ein bisschen dazu, weil den Rest, den geben wir zum Hühnchen dann. Très bien. Ein Schuss noch Zitrönchen. Und weil es so schön ist, hier von unserer Erythrit-Stevia-Mischung auch eine Prise zum Abrunden. Süße, Säure, Balance, Tomate, Indien, alles hier drin. Wir pürieren, nachdem das dann hier schön geköchelt hat, pürieren wir das Ganze dann mit dem Zauberstab durch. Und damit sind wir eigentlich schon fertig mit dem Söschen. Das blubbert hier noch schön vor sich hin. Und weiter geht's. Meine Räucherstäbchen-Sweeties, meine Low-Carb-Mäuschen. Die Soße ist fast fertig. Ich zeige es noch, wie sie dann durchpüriert wird. Hier mit meinem Zauberstab. Schaut mal. Und die wird dann noch flüssiger, wenn das Hühnchen später dazukommt und der Joghurt. Schaut mal, ist das nicht wunderbar? Und guckt mal, da sind wir mit der Farbe schon fast bei diesem fertigen Söschen. Nur unseres schmeckt besser. Glaubt mir. Aber wer schnell haben will, ich sagte ja schon. Wir brauchen jetzt unser Hühnchen. Und zwar habe ich hier Pollo di Fino, also das Feinste vom Hühnchen. Und zwar ist das der Unterschenkel. Das kann man schon kaufen, fertig, aber dann ist teuer. Ihr könnt es aber auch so als Unterschenkel kaufen und dann selber auslösen. Und zwar nehmt ihr da die Haut weg. Die wollen wir nicht. Wir machen ja auch Low Fat. Die brauchen wir nicht. Und dann hat es da drin so einen Knochen. Und an dem Knochen fahrt ihr einfach hier entlang. Seht ihr? Und schabt hier dieses Muskelfleisch quasi hier so ab. Dann bleibt der Knochen übrig, hier noch ein Stückchen. Und dann hat es hier noch so ein Knorpel und den schneidet ihr auch einfach weg. Und das ist wunderbares, zartes Fleisch. Und das macht das Butter Chicken erst so richtig schön. Ich mache hier so relativ große Stückchen. Habe natürlich hier schon was vorbereitet. So, ich habe jetzt hier 600 Gramm und ich habe hier auch dann insgesamt ja, so 700, 800 Milliliter Soße. Und das kommt gerade hin für 4 Portionen. Könnt ihr einfrieren, könnt ihr in den Kühlschrank tun und à la Minute dann verschlemmen. Ihr wisst ja, sich schlank schlemmen mit Dr. Slim geht auch schnell, wenn man mal ein bisschen vorbereitet. Was machen wir? Wir packen uns hier einen cremigen Joghurt. Ich habe jetzt mal 3,8 genommen. Packen wir uns über diese Hühnchen. Und normalerweise müsste man das Ganze über Nacht ruhen lassen oder 3-4 Stunden im Kühlschrank. Aber Papa hat keine Zeit. Wahrscheinlich kommt meine beste Busenfreundin, das ist noch nicht ganz sicher. Aber ich kann jetzt nicht lang marinieren und den Geschmack, ja, das wird ein bisschen feiner. Aber wir haben doch schon so ganz tolles Hühnchenfleisch genommen. Beim Hühnchenbrustfilet, naja, da ist es wichtig. Aber hier, ihr könnt es auch à la Minute machen, wie ich so gerne sage. So. Jetzt haben wir hier diesen Joghurt hier schön drin. Und da gebe ich noch was von dem
Butter Chicken Masala hin. Ihr macht das so viel, wie ihr wollt. Es ist schon ein bisschen scharf, aber auch nicht sehr. Aber es gibt eben diesen authentischen Butter Chicken Flavor. Und jetzt guckt mal. Jetzt habe ich das hier schön verrührt. Dann packen wir es hier in unsere ganz wunderbare Tomatensauce. Kochen das nochmal ganz kurz auf, machen den Deckel drauf und lassen das Hühnchen durchziehen. Bei der Miso-Suppe haben wir es auch schon so gemacht. Während das Söschen da hinten blubbert, machen wir uns die Beilagen zu unserem Butter Chicken. Normal gibt es Reis, aber No-Go mit Reis hier. Deswegen gibt es die ganz leckeren, sensationellen Zucchini-Nudeln hier. Ist das nicht ein Traum? Wer es noch nicht gesehen hat, gibt noch weitere Videos mit Zucchini, Spaghetti, ganz arm an Kohlenhydraten natürlich. Da machen wir uns eine Frittata und davor braten wir uns die Austernpilze hier wunderschön an. So schön knusprig. Über die Zucchini gibt es noch 2 Eichen nachher drüber, dass es auch eine schöne Frittata wird. Und noch meine Zauberwaffe hier. Und zwar sind es meine Gewürzchen, meine Zaubermischung. Und zwar mischt ihr da ungefähr so 20 Gramm vom Mischpilzpulver, 20 Gramm schwarzer Pfeffer, 20 Gramm oder 30 vom geräucherten spanischen Paprika und ja, den Rest, gleiche Menge, füllt ihr mit Salz auf. Ich verlinke das natürlich unten. Und dann habt ihr so ein ganz tolles Würzsalz. Das nehmen wir für unsere Austernpilze. Die Zucchini, die lassen wir plain, nur mit ein bisschen Salz. Es soll ja wie ein Reis so eine ganz tolle Beilage sein. Butter Chicken. Butter Chicken bringt schon ganz viel an Flavor mit. Also, Pfanne heiß, Induktion an, Level 8 und Start. Ich habe hier dieses Alba-Öl mit Buttergeschmack. Das bringt einen ganz tollen Flavor rein. Nicht zu viel. Bitte nehmt ganz tolle beschichtete Pfannen. Ich habe jetzt hier diese Profi Project von WMF und hier noch diese Profi Resist. Keine Ahnung. Ich habe es ja schon mal gesagt. Es gibt einen Fabrikverkauf hier und da gibt es die Dinger ganz billig. Die habe ich für 29 € gekriegt. Oh. Na gut, muss man aber dorthin fahren. Sonst bestellen kann man das natürlich nicht im Fabrikverkauf. I'm a lucky boy, I'm a lucky boy. Also, während wir hier reden, ist es hier schon ziemlich heiß geworden. Wir machen unser Salz parat. Und die Austernpilze packen wir rein und beschweren sie dann gleich, damit wir schöne Röstaromen kriegen. Das soll ganz kurz gehen. Hinein damit. Und nur so viel, wie die Pfanne eben hergibt, darf da rein. Na, geht gerade auf. So, und jetzt beschwere ich hier. Ihr könnt auch einen Topf nehmen. Schaut, ihr könnt auch hier mit dem beschweren. Einfach mal ein bisschen drücken, damit nicht Wasser kommt, sondern damit wir diese Röststoffe erhalten. Und die Pfanne muss brutzelheiß sein. Okay. Schaut euch das an, wie das brutzelt. Und wieder beschweren. Und jetzt geben wir ein bisschen, aber nur eine Spur von unserem, man macht es am besten mit der Hand, von unserem Salz. Und je höher ihr geht beim Salzen, desto gleichmäßiger verteilt sich die ganze Sauce. Hm? Toller Trick, oder?
Jetzt guckt euch mal das an. Das Räucherstäbchen ist noch nicht ganz abgebrannt und wir sind gleich fertig. Das ist alles in Echtzeit. It's unbelievable. So, was machen wir? Genauso fast wie das gleiche wie mit den Austernpilzen. Ich habe hier schon ganz heiß die Pfanne mit Albeöl vor präpariert auf höchster Stufe und da geben wir jetzt unsere Zucchini rein. Und das gleiche wie bei den Austernpilzen. Bitte, beschwert es jetzt. Muss richtig knusprig zischen und dampfen. Und dann löst ihr das schon mal ein bisschen unten, dass uns da nichts anhängt. Bei einer guten Pfanne passiert auch nichts. Aber wir wollen da auf Nummer sicher gehen. Und das schmeckt nachher wie Zwiebelchen mit bisschen Ei. Oh, es ist so toll. Und jetzt salzen wir etwas, ganz wenig. Und nur Salz, mehr braucht das Gericht nicht. Wir schütteln ein bisschen und rütteln. Und dann einmal rum. Wir können es auch mit dem Teller wenden. So, meine Lieben, schaut mal, wenn es dann so aussieht, dann macht ihr einfach 2 Eichen drüber. Einmal hier, verteilt das Eigelb so ein bisschen. Und zweimal. Und voilà. Wir machen den Deckel drauf und lassen das Ganze ziehen. Und dann können wir es rollen oder klappen. Und wir sehen uns dann beim Big Tasting. Ich freue mich. Bis gleich. Ciao, meine Sweeties. Ciao, ciao. Jetzt schaut euch diese wunderbare Frittata an. Ist das nicht eine Wucht? Und die rollen wir uns dann hier. Die können wir so aufrollen. Und die geben wir als tolle Beilage zu dem Butter Chicken. Oh, can't wait for it. Meine Schatzeputzelchen, meine Busenfreundin, die kommt nicht. Und ich habe einen Hunger. Oh, seht ihr mal, ist gar nichts mehr da. Da muss schnell was rein ins Bäuchlein. Also, was haben wir jetzt hier? Unsere tolle Frittata mit den Austernpilzen und mit unserem Butter Chicken. Und das Butter Chicken, das war ein bisschen flüssig und habe ich jetzt eine neue Entdeckung. Und zwar Kartoffelflocken von der El-Carb Shop. Und die haben nur, lass mich schauen, 8 Kohlenhydrate pro 100 Gramm. Aber man braucht fast nichts und viel besser als Stärke. Meine neue Erfindung hier. Kartoffelfasern auch für Fleischküchle als Ersatz von Paniermehl. Gigantisch. Dann habe ich noch das Türmchen hier gemacht und zwar mit einem kleinen Serviettenring. Habe ich drauf die Frittata gerollt und dann hier rauf gemacht und le voilà. Ich glaube, das ist sterneverdächtig vielleicht. Aber ich esse jetzt. Ich muss das probieren. Mal hier gucken, die Frittata. Ich sag nur indische Straßenküche. Und das Hühnchen, das Chicken. Scharf, aromatisch, die Soße leicht säuerlich, die Tomate kommt ein bisschen durch, der Joghurt. Leute, das ist perfekt. Macht's nach und be part of the community, please. Dann könnt ihr auch so schlemmen und vorbereiten und à la minute essen. I love you. See you.